Tag gesagt und ein fettes Hallo an alle Aquaterraner. Heute baue ich einen Hamburger Mattenfilter, einen tschechischen Luftheber und einen Bodenfilter in mein tropisches Terrarium mit Wasserfallen. Das Tropenterrarium habe ich von Hand um ein Aquarium herum gebaut. Checkt meine Videos, dort findet ihr ein genaues Aufbauvideo. Derzeit bewohnen 4 Laubfrösche dieses Terrarium und es lag nahe, aus dem Wasserteil ein voll funktionstüchtiges Aquarium mit Hamburger Mattenfilter und tschechischem Luftheber zu bauen. Wie ich das gemacht habe, seht ihr hier. Zuerst einmal habe ich alle Frösche umgesiedelt und den kompletten Wasserteil mit kochendem Wasser gereinigt. Alle Aufbauten im Wasserteil sind mit Epoxidharz versiegelt, genauso wie der Wasserfall. Das Herzstück in diesem Paludarium ist ein PVC-Rohr, welches durch den Wasserfall in der Decke endet. Hier führe ich meine Kabel und Schläuche durch. Für den Wasserfall nutze ich einen sparsamen Eckfilter mit nur 1 Watt. Ich habe hier viel herumexperimentiert und diese Variante ist mit Abstand die zuverlässigste. Den Stecker führe ich wie alle anderen Kabel auch durch das PVC-Rohr, von unten nach oben an einem Schlauch festgeklebt. Der Eckfilter selber steht auf einem Filterschwamm, um die Schwingungen zu dämpfen, in meiner späteren Klarwasserkammer. Der Schlauch kommt in den Wasserfall und ist mit dem Eckfilter verbunden. Hier seht ihr als nächstes meine tschechischen Luftheber, den kleinsten, den ich je gebaut habe, 16 mm im Durchmesser und ca. 15 cm hoch. Und hier den Bodenfilter, auch auf dem Prinzip des tschechischen Lufthebers. Wenn du wissen willst, wie sowas gebaut wird, ganz einfach, klick auf die Infobox und checke meine Videos. Betrieben werden beide Luftheber ausschließlich mit Luft über einen Luftkompressor. Was hier aussieht wie eine Flöte, ist das Ansaugrohr des Bodenfilters. Zuletzt benötige ich noch einen feinen Mattenfilter, zugeschnitten und mit ausgestanzten Löchern für die Luftheber. Das Prinzip des Hamburger Mattenfilters beruht ja darauf, eine möglichst große Oberfläche für diverse Bakterienkulturen zur Verfügung zu stellen. Das ist mit dieser Matte in Miniaturform gewährleistet und ich baue jetzt alles zusammen. Die Luftheber durch die vorgestanzten Löcher gesteckt und am unteren Teil der Matte eine Aussparung für den Bodenfilter. Du siehst hier zwar ausschließlich meinen Arm, aber ich denke, das Prinzip ist klar. Wenn du Fragen hast, schreib mir in die Kommentare.
Das graue Kabel ist übrigens ein Heizkabel, welches ich aber kaum benutze. Die Matte wird mit den Lufthebern in die gewünschte Position gedrückt. Die Matte kann ruhig etwas größer zugeschnitten werden, dann passt sie genau. Um das Ansaugrohr des Bodenfilters kommt nun ein großzügiger Haufen aus grobkörnigem Zeolit. Das soll die Schadstoffe binden und verhindert, dass der Bodengrund angesaugt wird. Als Bodengrund verwende ich ein aktives Granulat. Nur zu empfehlen, wenn man aufgehärtetes Osmosewasser benutzt, da die sauren und alkalischen Substanzen in dem Bodengrund sonst schnell ihre Wirksamkeit verlieren. Der Boden wird ungewaschen etwa 4 bis 5 cm hoch aufgeschüttet. Und nun Wassermarsch für das aufgehärtete destillierte Wasser. Hier passen ca. 15 Liter rein. Für den Wasserfallauslauf benutze ich diesen Standard-Eckfilterauslass. Auch wenn dieser nicht sehr realistisch oder naturnah aussieht, erfüllt er seinen Zweck und erhöht gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit im Terrarium. Die Frösche jedenfalls lieben es. Was es noch zu beachten gibt. Achtung! Frösche jagen zwar nicht ausschließlich Zwerggarnelen, dennoch stehen auch diese auf dem Speiseplan, werden aber nur selten gefangen. In dem Wasserteil halte ich derzeit Posthornschnecken, Blasenschnecken und zur Zucht aussortierte Tigerbienengarnelen. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Für weitere Videos like, teile und abonniere diesen Kanal. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald.